Willkommen zurück. In unserem zweiten Video konfigurieren wir unsere Funkempfänger, die Nexi Access Points. Und wir fügen sie so unserem Netzwerk hinzu, dass sie mit der SensorBridge Software kommunizieren können. Auf geht's! Wie auch bei der Konfiguration des Gateways habe ich jetzt einen Access Point direkt per Netzwerkkabel mit meinem Computer verbunden. Um in die Konfigurationsoberfläche zu gelangen, öffne ich wieder ein Browserfenster und gebe die voreingestellte IP-Adresse in die Adresszeile ein. Bei den Access Points ist das immer die 192.168.3.64. Bestätige die IP-Adresse und gelange in die Oberfläche. Nach einem Klick auf Access Point Konfiguration, also Access Point Configuration, gelange ich in die Konfigurationsoberfläche. Hierzu ist eine Anmeldung erforderlich. Der Benutzername hierfür ist Steute, das voreingestellte Passwort ist ebenfalls Steute. Ich bestätige die Anmeldedaten und gelange dann auf die Konfigurationsoberfläche. Hier kann ich einen NTP-Server, also einen Zeitserver, konfigurieren. Ich kann und sollte das Passwort des Access Points ändern, das heißt das Passwort, mit welchem ich zur Konfigurationsoberfläche gelange, und im nächsten Feld habe ich eine Broadcast-ID. Diese Broadcast-ID ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn ich mehrere Access Points im Einsatz habe, und das ist in der Regel immer der Fall. Dann ist es wichtig darauf zu achten, dass eine eingestellte Broadcast-ID einmalig ist. Das heißt, jeder Access Point muss eine einmalige Broadcast-ID konfiguriert haben. In diesem Fall ist die 9 voreingestellt. Ich habe jetzt im Beispiel nur diesen einen Access Point, also lasse ich die 9 da so stehen. Im nächsten Feld geht es um die Server-Settings, das heißt die Einstellungen, die der Access Point wissen muss, um mit dem Gateway, also mit der SensorBridge Software, zu kommunizieren. Im letzten Video haben wir das Gateway konfiguriert und haben die IP-Adresse 192.168.178.132 vergeben. Also trage ich diese IP-Adresse jetzt mit dem Feld Primary Server ein. Ich kann zusätzlich noch den Namen des Access Points ändern, das brauchen wir hier aber nicht. Zu guter Letzt konfiguriere ich noch die Netzwerkeinstellung des Access Points selber. Das heißt, ich habe hier die voreingestellte IP-Adresse, die ändere ich jetzt zum Beispiel auf die 192.168.178.164. Das Feld Gateway und DNS-Server kann ich wieder leer lassen. Möchte ich das Gerät mit dem Internet verbinden, um zum Beispiel einen Internet-Zeitserver zu benutzen, dann sind diese Einstellungen erforderlich. Jetzt klicke ich einfach auf Save Settings, also auf Speichern, bestätige das Speichern und im Anschluss startet das Gerät neu und ist dann unter den neuen Anmeldedaten, also mit der neuen IP-Adresse, erreichbar. Der Neustart dauert ein wenig, in der Regel ungefähr eine Minute, und danach kann das Gerät dann mit dem Netzwerk verbunden werden, in dem sich auch das Gateway, also die SensorBridge, befindet. Der Access Point ist jetzt neu gestartet und bereits mit dem Netzwerk des Gateways verbunden. Das heißt, alle Geräte befinden sich jetzt im gleichen Netzwerk. Ich verbinde mich jetzt mit dem Gateway. Das hat die IP-Adresse 192.168.178.132. Bestätige die Eingabe und gelange zur SensorBridge-Oberfläche. Ich melde mich an der SensorBridge an mit dem Nutzernamen Admin und dem eingestellten Passwort und gelange dann zur Übersicht der Access Points. Auf dieser Seite kann ich alle meine Access Points sehen. Das hier ist das Gerät, das wir gerade eben konfiguriert haben. Man kann sehen, es ist ordnungsgemäß verbunden, es hat die eingestellte Broadcast-ID 9, die Adresse 192.168.178.164 und diese Softwareversion. Wenn ich jetzt mehrere Access Points habe, werden diese alle untereinander aufgelistet und ich kann sehen, wie der Status der einzelnen Access Points ist. Sollte ein Access Point im Betrieb ausfallen, sehe ich auch das, dann ändert sich der Status auf nicht erreichbar. Die Konfiguration des Access Points ist jetzt damit abgeschlossen, das System funktioniert ordnungsgemäß und ich kann es jetzt als Gesamtsystem nutzen. So, die Access Points sind fertig konfiguriert und wir können sie jetzt so auf der Shopfloor-Ebene verteilt installieren, dass später jeder Sensor mindestens mit 2 von ihnen kommunizieren kann. Wobei gilt, je mehr, je besser.
Im nächsten Video werden wir jetzt die Verwaltung des Systems vorbereiten und Gruppen erstellen. Und in diese Gruppen können später die Sensoren und Aktoren eingeordnet werden. Wir sehen uns im nächsten Video.